Hallo, ich bin Krzysztof Smolich. Heute sprechen wir über die Newtonsche Gravitationstheorie. Im Titel habe ich sie als unvollendet bezeichnet. Die Newtonsche Gravitationsformel beschreibt die Stärke der Anziehungskraft zwischen zwei Massen. Diese Formel wird bis heute im Makrobereich angewendet. Damit sind größere Distanzen und größere Objekte gemeint. Das sind beispielsweise die Bewegungen von Planeten oder die Erdanziehung von Gegenständen. Setzen wir die Formel im Mikrobereich, also bei atomaren Dimensionen an, dann bekommen wir Werte, die man vernachlässigen kann. In meinen Augen ist diese Formel bei sehr kleinen Abständen nicht anwendbar und muss angepasst werden. Im Laufe dieser Präsentation werde ich Ihnen zeigen, wie. Laut Newton ist die Gravitation ein Anziehungseffekt. Aber woher kommt sie? Die einzige Tatsache ist, dass zwischen den zwei Objekten eine Kraft gibt. Wie die zustande kommt, ist nicht bekannt. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder, so wie der Newton das annimmt, die ziehen sich gegenseitig an, oder die Umgebung drückt sie zusammen. Und jetzt überlegen wir den zweiten Fall. Was könnte sie zusammendrücken? Die Gravitation arbeitet ja genauso in Vakuum. Und ein Vakuum ist ja nichts, gar nichts. Was könnte die Objekte zusammendrücken? Also Vakuum ist nichts, gar nichts. Sind wir uns dessen ganz sicher? Vielleicht gibt es im Vakuum doch etwas, was wir nicht wahrnehmen oder nicht bewusst wahrgenommen haben. Die Indizien liefert schon Newton selber. Das erste und zweite Newtonsche Gesetz. Wenn wir eine Masse in Bewegung bringen wollen, müssen wir Kraft anwenden. Wir müssen Energie aufbringen. Und je schneller dieser Ball werden soll, desto mehr Kraft müssen wir einsetzen. Es reicht nicht leicht schubsen, nein. Wir müssen richtig arbeiten gegen Vakuum. Und das ist dann meine Frage. Irgendetwas bremst doch diesen Ball. Mein Gedanke wäre, da ist etwas, da wäre etwas Unsichtbares, wie eine Suppe. Und diese Suppe bremst diesen Ball. Jetzt versuchen wir, diesen Ball in drei unterschiedliche Richtungen zu werfen. Waagerecht, ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten. Und was stellen wir fest? Wenn wir den Ball nach oben werfen wollen, dann müssen wir mehr Kraft einsetzen als bei einem waagerechten Wurf. Und nach unten geht es wiederum einfacher. Das wäre für mich ein Indiz, dass diese Suppe diese etwas unterschiedliche Dichten hat. Je weiter weg von der Erde, desto dichter ist diese Suppe. Und dann fragen wir uns, was ist diese Suppe? Und meine Idee ist, dass diese Suppe aus kleinen Partikelchen besteht. Das ist ein Netz von solchen Partikelchen. Dort, wo die Suppe dichter ist, sind die Partikelchen mehr zusammengedrückt. Dort, wo die Dichte niedriger ist, sind mehr verteilt. Aber was für Partikelchen könnten das sein im Vakuum? Ja, es gibt Partikelchen, die im Vakuum vorkommen. Wir kennen sie schon seit ca. 80 Jahren. Das sind die Neutrinos. Die Neutrinos gibt es überall. Die gehen durch alles, auch durch uns. Man weiß recht wenig über Neutrinos. Die sind sehr klein und das macht die Neutrino-Forschung sehr schwierig. Mein Postulat ist eben, dass Neutrinos das Netz bilden, über das wir gesprochen haben. Zwischen den Neutrinos arbeiten Kräfte. Sie treiben sie gegenseitig auseinander und damit bilden sie ein kompaktes dynamisches Netz. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und wir stecken in das Netz eine Materie, diesen Ball. Und was beobachten wir? Die Materie wird
gedrückt Richtung Erde, wird nach unten gedrückt. Jetzt überlegen wir, hier gibt es mehr Neutrinos, hier weniger. Würde dieser Ball ebenfalls aus Neutrinos bestehen, wäre er nach unten gedrückt. Weil die Neutrinos stoßen sich gegenseitig auseinander, hier gibt es mehr Neutrinos. Und das ist ja so. Und das ist mein Postulat. Die Materie besteht ebenfalls aus Neutrinos. Und wenn wir jetzt das Bild sehen, dann sehen wir das mit ganz anderen Augen. Es ist schon möglich, dass die Materie zusammengedrückt wird. Das Netz, was sie selbst verformt haben, drückt sie zueinander. So haben wir hier also einen neuen Aspekt, eine andere Vorstellung vom Vakuum. Das Vakuum ist danach kein Nichts, sondern bloß ein materiefreier Raum. In diesem Vakuum gibt es aber ein unsichtbares Netz von Neutrinos, die wir allerdings Mikrodomänen nennen werden. Die Dichte dieses Netzes ist für die Gravitationseffekte verantwortlich. Die Überlegungen zur Existenz solch eines ätherartigen Mediums sind an sich nicht neu. In der Zeit von Newton war ein unsichtbares Fluidium voll im Gespräch. Und Newton selbst war von der Existenz eines solchen Mediums überzeugt. Das ist komplett in Vergessenheit geraten. Heute wird Vakuum als ein absolutes Nichts betrachtet. Die Berechnung der Gravitationskraft hat sich seit Newton nicht verändert. Das Einzige, das nachträglich gekommen ist, ist die Gravitationskonstante G. Der Rest ist original von Newton. Aufgestellt im Jahr 1687, also vor mehr als 300 Jahren. Da darf man sich schon fragen, ob eine solch alte Beschreibung überhaupt so universell sein kann, wie manche annehmen. Zu Newtons Zeiten wusste man noch nicht viel von der Beschaffenheit der Materie. Dass Materie aus Atomen besteht, wurde es später herausgefunden. Bei der Formel geht man davon aus, dass die Materie unendlich verkleinert werden kann. Dann musste diese Funktion immer so weiter verlaufen. Der Verlauf der tatsächlich beobachteten Kräfte zwischen zwei Atomen sieht aber so aus. Bei größeren Distanzen deckt sie sich mit der Newtonschen Funktion. Bei kleineren Abständen verläuft sie ganz anders. Irgendwann hört die Anziehung auf zu steigen und beginnt zu sinken. Kommen sich die Atome noch näher, dann hört die Anziehung ganz auf. Ab hier stoßen sich die Atome sogar ab, je näher, desto mehr. Das stimmt natürlich nicht mit der Newtonschen Funktion überein. Diese Kraft kommt vom Netz. Das ist keine Anziehung. Der Planet verformt das Netz und das verformte Netz drückt den Ball zu den Planeten. Sieht ziemlich nach einer Anziehung aus, ist aber nicht. Wir werden diese Kraft Quasi-Anziehung nennen. Das Interessante bei dieser Quasi-Anziehung ist ihre Reichweite. Die abstoßenden Kräfte zwischen den Mikrodomänen arbeiten an sich in einem sehr kleinen Radius, nur in der unmittelbaren Umgebung jeder Mikrodomäne. Trotzdem kann die Wirkung Millionen Kilometer Entfernung spürbar sein. Das macht das Netz. Das Netz ist elastisch, aber kompakt, wie ein Wackelpudding. Und diese Eigenschaften des Netzes ermöglichen solche weiträumige Fortpflanzung dieser Verformung. Aber meine Damen und Herren, es gibt noch eine Wirkung, das Abstoßen der Materie selber. Bringen wir zwei Protonen sehr nah,
dann stoßen sich die Mikrodomänen von den beiden Protonen direkt ab. Das heißt, die Protone werden abgestoßen. Das Netz ist daran nicht beteiligt. Das sind nur die Kräfte zwischen den Mikrodomänen von beiden Protonen. Diese Kraft hat eine sehr kurze Reichweite, ist aber unvorstellbar stark. Je kleiner der Abstand, desto stärker ist die Kraft. Und das ist diese Kraft, die dafür sorgt, dass die Festkörper immer in einer kleinen Distanz bleiben. Wenn wir die beiden Bälle aufeinander drücken, merken wir sie. Wir denken, sie stoßen aneinander. Das ist aber nicht so. Sie kommen sich nur sehr, sehr nah. Je größer die Kraft, desto näher. Und dieser Effekt tritt immer auf, wenn zwei Festkörper in Kontakt kommen. Die Tasse hier, die steht nicht auf dem Tisch. Sie schwebt über dem Tisch. Minimal. Der Abstand ist wirklich klein, aber sie schwebt. Das gleiche mit dem Tisch. Der Tisch schwebt über dem Boden. Dafür sorgen die auseinandertreibenden Kräfte zwischen den Atomen. Und wie stark die Kräfte sind, können wir merken beim Pressen einer Flüssigkeit. Wenn wir zum Beispiel hier in einem Zylinder Wasser oder Öl haben und wir versuchen, die Flüssigkeit mit dem Kolben zu pressen, dann geht das sehr, sehr, sehr schwer. Warum? Weil nämlich bei der Flüssigkeit sind schon Atome in direktem Kontakt. Und wenn wir hier einen Druck ausüben, dann arbeiten wir schon direkt gegen diese Kräfte. Und dann merken wir eben, wie stark die Kräfte sind. Also wie Sie sehen, wir haben hier zwei Kräfte, die zwischen der Materie wirken. Einmal, das ist diese Quasi-Anziehung, das Quasi-Anziehen, und das ist das direkte Abstoßen. Jetzt analysieren wir das Zusammenspiel dieser Kräfte zwischen zwei Atomen. Da sind hier zwei Kerne von Wasserstoff, also einfachste Form, zwei Protonen. An dieser Achse hier, das ist die Entfernung. Hier ist die Kraft. Also die Kraft als Funktion der Entfernung. Das sind hier Dimensionen, also atomare Dimensionen, also kleiner als ein Nanometer. Positiv ist gemeint anziehen, negativ ist gemeint abstoßen. Die blaue Kurve, das ist das Quasi-Anziehen. Die rote Kurve, das ist direkt abstoßen. Wie wir gesagt haben, kann große Werte haben, hat aber sehr kurze Reichweite. Das Quasi-Anziehen verläuft mehr oder weniger nach der Formel. Wenn wir jetzt diese zwei Kräfte, diese zwei Funktionen zusammenrechnen, bekommen wir so eine Funktion hier. Das ist die schwarze Kurve. Meine Damen und Herren, man ahnt gar nicht, was für eine fundamentale Bedeutung dieser Verlauf hat. Speziell dieser Abschnitt. Also jetzt schauen wir uns diese Funktion ein bisschen genauer an. Hier in diesem Bereich wirkt nur das Abstoßen, wenn das Proton hier ist, wird abgestoßen. An der Stelle wirkt zwischen den Protonen gar keine Kraft. Ab hier rechts wird nur angezogen. Das ist ein positiver Wert, also es wird angezogen. Aber es wird unterschiedlich angezogen. Ab diesem Buckel rechts, ab diesem Maximum rechts, wirkt eigentlich schon nur diese Quasi-Anziehung. Und die Quasi-Anziehung ist eine abfallende Funktion. Also je größer die Entfernung, desto schwächer die Anziehung. Aber in diesem Abschnitt
ist ganz anderes. Die Funktion ist steigend. Mit besteigender Entfernung wird die Anziehung nicht schwächer, sondern stärker. Das ist doch ein Haltemechanismus. Einmal drin wird das Proton hier festgehalten. Je weiter weg, desto mehr angezogen. Meine Damen und Herren, dieser Haltemechanismus hier, das ist eine Gravitationsfalle, die unsere Materie zusammenhält. Sie sehen also, dass die Kurve, die aus der Analyse der Kräfte zwischen Mikrodomänen entstand, diesem empirisch ermittelten Graphen sehr ähnelt. Danach konnte man annehmen, dass dieser Verlauf auf die Gravitation zurückzuführen ist. So wären das also alles Gravitationseffekte. Aber nicht ganz nach dieser Formel. Das heißt, wir müssen diese Formel anpassen. Wir müssen sie so ergänzen, dass dieser Verlauf hier auch mit dabei ist. Das ist der Nahbereich, den Isaac Newton damals nicht erforschen konnte. Vielleicht wäre solch eine Funktionsergänzung wie hier vorstellbar, in etwa, nur als ganz grober Vorschlag. So hätten wir hier eine Funktion, die auch Gravitationskräfte bei atomaren Dimensionen beschreibt. Das Erste, was hier auffällt, ist, dass die Gravitationskraft nicht nur eine anziehende Wirkung hat. Die Gravitationskraft kann die Materie auch auseinandertreiben. In diesem Bereich haben wir eine abstoßende Wirkung. Das ist aber immer noch eine Gravitationskraft. Gravitation ist ja eine Wirkung, die durch die Existenz von Materie entsteht. Nehmen wir den Absolutwert von dieser Funktion, dann bekommen wir diesen Graphen. Solch eine Darstellung liegt meiner Meinung nach ein Tick besser in der Hand. Bis zum Nullwert haben wir eine abstoßende Wirkung. Vom Nullpunkt bis zum Gipfel gibt es diesen besonderen Bereich, diese Gravitationsfalle. Ab da gibt es diese klassisch abnehmende Funktion. Jetzt wollen wir das Modell einsetzen. Als Beispiel nehmen wir das Edelgas Argon. Das gasförmige Argon besteht aus Einzelatomen, die sich im Raum verteilen. Welche Kräfte wirken hier? Eigentlich ziehen sich die Atomkerne an, aber die wärmebedingten Bewegungen verhindern deren Zusammenkommen. So bleiben sie auf Distanz. Sinkt die Temperatur, sind die Einflüsse der Wärme kleiner, die Atomkerne kommen sich näher. Bei einer entsprechend niedrigen Temperatur kommen sie sich so nah, dass sie sich schon hier in diesem Bereich befinden. Das ist diese Gravitationsfalle, in der der Haltemechanismus arbeitet. Dann rasten die benachbarten Atomkerne hier in diese Gravitationsfalle des Nachbarn ein. Jetzt sind die Atomkerne verbunden und das Argon wird zu einer Flüssigkeit. Auf diese Weise funktionieren alle zwischenatomaren Bindungen. Diese Bindungen kommen dank dieses besonderen Verlaufs der Funktion zustande. Solch ein Gravitationsstrahl ist aber kein fester Begleiter eines Atomkerns. Das hier ist bloß eine Funktion, die die Kraft zwischen zwei Massen beschreibt. Wenn es kein zweites Objekt gibt, gibt es keine Kräfte und es gibt keine Funktion. Wenn ein zweites Objekt existiert, dann ist der Verlauf der Funktion von den Massen der beiden Objekte abhängig. Eine Kurve für zwei Bleiatomkerne sieht dann anders aus als eine für zwei Wasserstoffkerne. So sind die zwischenatomaren Gravitationskräfte für den Zusammenhalt der Atome in der flüssigen und festen Form verantwortlich. Aber es gibt noch andere Objekte, die sich in der Nähe des Atomkerns befinden können. Das sind Elektronen. Zwischen einem Atomkern und einem Elektron arbeiten ebenfalls Gravitationskräfte. Man kann sie auch mit solch einer Funktion beschreiben. Aber wie gesagt, der Verlauf der Funktion ist von den Massen der beiden Objekte abhängig.
Da das Elektron eine kleinere Masse hat, sind die direkt abstoßenden Kräfte schwächer, so liegt sein Gravitationstal näher am Kern. Elektrisch bedingt wird das Elektron zum Proton angezogen. Aber ab hier wirken schon die abstoßenden Kräfte. Also irgendwo hier bleibt das Elektron stecken. Auf diese Weise dockt zu jedem Proton ein Elektron an. Thermisch bedingt bewegen sich zwar solche Elektronen hin und her, aber solange sie diesen Gravitationstal nicht verlassen haben, sind sie ein Teil des Atoms. Solch eine Kraftbeziehung kann ein Elektron mit zwei Kernen aufbauen. Dann sitzt es gleichzeitig in den Gravitationsfällen von beiden Kernen. So wird das Elektron zu einer Verbindungsstück zwischen zwei Atomen. Auf diese Weise funktionieren chemische Bindungen. Im Laufe der Zeit entstanden mehr als ein Dutzend unterschiedliche Atommodelle. Einige davon werden bis heute verwendet. Das sind zum Beispiel Rutherfordsche-Modell, Borsche-Modell, Thomas-Fermi-Modell, Orbitalmodell oder Kugel-Wolken-Modell. Schon selbst die Anzahl der Modelle strahlt nicht unbedingt Vertrauen aus. Es handelt sich ja schließlich immer um ein und dasselbe Atom. Bei allen diesen Modellen wird die Gravitation im Atombereich als unbedeutend betrachtet. In unserem Modell spielt die Gravitation eine zentrale Rolle, aber nicht nach dieser Formel. Unser Job ist es herauszufinden, wie diese Funktionsergänzung genau aussehen soll. Dann bekommen wir ein klares, einheitliches Modell, ohne ein einziges Phänomen oder eine Anomalie. Einsetzbar in der Atomphysik, in der Chemie und in der Kernphysik. Ist das alles gegenüber Isaac Newton respektlos? Nein, im Gegenteil. Wir arbeiten hier an der Vervollständigung seines Werkes. Mit Sicherheit würde sich Newton darüber freuen. Er hätte sich allerdings gefragt, wieso wir damit so lange gewartet haben. Danke für das Zuschauen, machen Sie es gut, auf Wiedersehen.